Hi, ich bin Moritz und bin Marketing Director bei Canton. Heute zeige ich euch unser neues Sound L mit seinen wichtigsten Anschlüssen, Funktionen und allen weiteren Features. Das Besondere an dem Sound L ist, dass es mit der gesamten Smart-Serie wireless kombinierbar, allerdings nicht WLAN-fähig ist. Somit kann man auch ohne WLAN-Einbindung viele Vorteile der Smart-Serie nutzen. Als erstes schauen wir uns an, was bei dem Sound Deck im Lieferumfang enthalten ist. Im Lieferumfang des Smart Sound L sind alle Kabel vorhanden, die ihr zur Verbindung mit eurem Fernseher benötigt. Dazu gehören einmal die Smart Fernbedienung zur einfachen Bedienung des Sound Decks, eine Kurzanleitung für eine schnelle Installation, ein Netzkabel für den Strom, ein HDMI-Kabel und ein optisches Digitalkabel, auch Toslink genannt. Platzieren könnt ihr das Sound Deck auf oder in einem Sideboard. Das Sound Deck ist unter anderem dafür geeignet, dass ein Fernseher bis zu 40 Kilogramm darauf platziert werden kann. Um loslegen zu können, müsst ihr das Sound Deck mit dem Strom verbinden. Nun zeigen wir euch, wie ihr das Sound Deck am einfachsten mit dem Fernseher verbindet. Wie auch bei unseren Soundbars der Smart-Serie gibt es mehrere Möglichkeiten, das Sound L mit dem Fernseher zu verbinden. Wir empfehlen, das Sound Deck mit dem Fernseher über das mitgelieferte HDMI-Kabel zu verbinden. Das geht ganz einfach. Schließt das HDMI-Kabel an den HDMI-Ausgang des Sound Decks an, der mit ARC gekennzeichnet ist. Dann verbindet ihr das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Eingang eures Fernsehers, welcher ebenfalls mit ARC gekennzeichnet ist. ARC bedeutet Audio Return Channel und bezweckt, dass der Fernsehton automatisch ausgeschaltet und nur noch über das Sound Deck ausgegeben wird. Sollte euer Fernseher nicht über einen HDMI-ARC-Eingang verfügen, könnt ihr natürlich auch jeden anderen HDMI-Eingang problemlos verwenden. Für das beste Audiosignal schließt ihr alle weiteren Zuspielgeräte wie Blu-ray-Player, Konsole oder Receiver direkt an das Sound Deck an. Die einzelnen HDMI-Eingänge sind den im Display erscheinenden Kanälen zugeteilt. Nun schaltet ihr das Sound Deck mit der Smart Fernbedienung ein und wählt über die Pfeiltasten nach oben oder unten den passenden Eingang aus. Im nächsten Schritt schauen wir uns die grundlegenden Klangeinstellungen an. Hierfür drückt ihr auf der Fernbedienung auf M wie Menü. Nun erscheint auf dem Fernseher ein On-Screen-Display, welches die Konfiguration deutlich erleichtert. Als erstes stellen wir den Hörabstand in den Einstellungen ein. Drückt dafür einfach wieder auf M, danach auf Lautsprechereinstellungen und nun auf den Punkt Lautsprecherabstand. Hier könnt ihr nun den Hörabstand von dem Sound Deck bis zu eurem Sitzplatz einstellen. Diese Einstellung sorgt für eine optimale Klangverteilung innerhalb eures Raumes. Im nächsten Schritt stellen wir den Equalizer ein. Die Einstellungen basieren darauf, wie ihr das Sound Deck aufgestellt habt. Drückt hierfür auf der Fernbedienung die Menütaste, geht in die Lautsprechereinstellung und wählt Equalizer aus. EQ1 steht für ein frei aufgestelltes Sounddeck, beispielsweise auf einem Sideboard. EQ2 für eine Aufstellung mit TV auf dem Sounddeck stehend und EQ3 für eine Aufstellung des Sounddecks in einem Rack oder Regal. Zudem gibt es verschiedene Play-Modes: Stereo, Movie, Music und Night Mode. Stereo steht für klassischen Stereoklang. Movie Surround für eine 3D-Tonwiedergabe bei Filmen für Heimkinoeffekte, wie zum Beispiel Actionfilme oder ein echtes Stadion-Feeling. Music Surround ist gemacht für Musikaufnahmen mit breiter Klangbühne, also ideal für Konzertaufnahmen. Der Night Mode ist für eine ruhige, abendliche Wiedergabe gemacht. Um die Play Modes einzustellen, geht ihr auf der Fernbedienung auf die Taste Play Mode und wählt die für euch passende Klangeinstellung aus. Über die Soundtaste auf der Fernbedienung könnt ihr zusätzlich individuell die Tiefen, Mitten und Höhen anpassen. Sämtliche Einstellungen könnt ihr dauerhaft als Preset auf den Tasten 1 bis 3 abspeichern. Um eure persönliche Klangeinstellung in Verbindung mit einem bestimmten Kanal abzuspeichern, haltet ihr die jeweilige Taste 1 bis 3 länger gedrückt, bis P1, P2 oder P3 im Display erscheint. Alle zu diesem Zeitpunkt eingestellten Konfigurationen sind nun unter der Preset-Taste gespeichert und jederzeit abrufbar. Ihr könnt das Sound L ganz einfach mit bis zu 3 weiteren Smart-Lautsprechern zu einem Wireless Heimkino-Set erweitern. Dazu stellt ihr die jeweiligen Smart-Lautsprecher auf und achtet darauf, dass diese noch nicht mit dem Strom verbunden sind. Jetzt geht ihr im Menü auf den Punkt Funkeinstellungen und wählt dort Funklautsprecher koppeln aus. Nun wählt ihr den zu verbindenden Lautsprecher aus und drückt auf der Fernbedienung auf OK. Danach verbindet ihr den ausgewählten Lautsprecher mit dem Strom. Sobald dieser eingeschaltet wird, verbindet er sich automatisch mit dem Sounddeck.
Bei jedem weiteren zu verbindenden Lautsprecher wiederholt ihr diesen Vorgang separat. Neben dem Verbinden mit bis zu 3 weiteren Smart-Lautsprechern könnt ihr das Sound L auch ganz einfach als Center eines großen Smart-Heimkinosets mit mehr als 3 Smart-Lautsprechern einbinden. Bei dem Sound L habt ihr nun die wichtigsten Funktionen kennengelernt. Weitere Einstellungen und Infos zum Sounddeck und der Smart-Serie findet ihr auf canton.de. Bei Fragen könnt ihr euch natürlich jederzeit an unseren Service wenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!